Es ist wirklich eine Innovation, was Bürstner mit dem Gallery hier bringt. Und zwar nicht nur, was den Grundriss innen betrifft, sondern vor allem, was dieses Aufstelldach betrifft. Und all das will ich in den nächsten Tagen ausführlich testen. Und wurde dabei auch böse überrascht. Ich habe mir extreme Witterungsverhältnisse ausgesucht. Und wenn dich das alles interessiert, dann bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es um diesen ganz speziellen Kerl hier hinter mir. Das ist wirklich ein spezielles Kerlchen. Es ist der Bürstner Lyseo T689 Gallery. Gallery, das ist genau das Besondere, denn es ist so eine Mischung, es ist ein Zwitter zwischen einem teilintegrierten, wobei ein teilintegrierter, der würde ja eigentlich erst ab hier sowas beginnen, und einem Alkoven. Aber man sieht schon, die Alkovennase ist wieder so klein, dass man da eigentlich nicht drin schlafen kann. Und das ist das Besondere, denn diese Nase, die kann man aufstellen, wie ein Aufstelldach, wie wir das zum Beispiel von Kastenwägen kennen. Und das macht ihn so speziell. Und noch spezieller macht es dieses Video, weil mich genau diese Innovation so interessiert. Und wir sind wirklich unter den widrigsten Wetterbedingungen jetzt unterwegs. Ich nutze jetzt gerade mal die kurze Regenpause, um mit euch dieses Intro zu machen. Denn es ist richtig kalt. Wir werden Schnee erwarten in den nächsten Tagen. Wir werden Regen haben. Wir werden Eis erwarten. Also es wird richtig ekelhaft. Und da müssen wir mal gucken, ob das alles funktioniert, ob ich mich da oben wohlfühle und ob das Dach überhaupt funktioniert in der Nacht. Da bin ich sehr gespannt. Jetzt gehen wir aber erstmal alles der Reihe nach durch. Beginnen möchte ich das Video am Anfang mit den Spezifikationen und wir gucken uns das Fahrzeug ein bisschen von außen an. Wir springen dann direkt in die Heckgarage, denn die ist von außen auch super zugänglich, und dann hüpfen wir rein ins Auto. Und zwar machen wir eine komplette Roomtour. Beim Cockpit angefangen, über die Dinette, natürlich die Küche und dann hinten das große Badezimmer und last but not least natürlich das ganz spezielle Schlafgemach hier oben. Und dann möchte ich noch ein bisschen in einen Test übergehen. Ich möchte ihn jetzt die nächsten 3-4 Tage testen und wirklich ausprobieren. Und darüber berichte ich dann natürlich auch nochmal. Und zu guter Letzt gibt es dann mein ganz persönliches Fazit. Vorher versuche ich euch alles so neutral wie möglich zu berichten, sodass ihr euch alle eure eigene Meinung bilden könnt. Und danach gebe ich nochmal einen eigenen Senf ab. Und damit würde ich sagen, wisst ihr jetzt Bescheid. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und wir gucken uns jetzt zusammen das Auto an. Los geht's! Beginnen wir mit den Spezifikationen. Den Namen habe ich euch schon verraten. Das ganze Fahrzeug kommt von Bürstner. Er nennt sich Lyseo T689G Gallery und der hat die Harmony Line, eine spezielle Ausstattungslinie. Schauen wir uns nachher noch mal im Detail an, wenn wir reinspringen. Das Fahrzeug, so wie es hier steht, wenn wir gerade mal drauf schauen, ist es perfekt, hat eine Gesamtbreite von 2,30 Meter. Gesamt ist noch nicht so ganz richtig, denn hier sind diese Elefantenohren noch nicht dabei. Eine Länge hat das Fahrzeug von 6,90 Meter. Und bei der Höhe, da reden wir von 2,99 Meter, also knapp 3 Meter, und das natürlich mit nicht aufgestelltem Dach. Sprechen wir über das Gewicht, zugelassen wird er definitiv nur über 3,5 Tonnen. Warum? Denn die Masse im fahrbereiten Zustand, die beträgt bereits über 3200 Kilogramm und da reden wir noch gar nicht von Sonderausstattung. Also insofern könnt ihr euch ausrechnen, unter 3,5 Tonnen könnt ihr dieses Baby kaum fahren. Beim Motor handelt es sich hier bei diesem Modell um ein 8-Gang-Automatikgetriebe, das Ganze mit 180 PS. Und ja, ob das wirklich Schmackes hat, das werden wir nachher im Test natürlich erfahren. Für die Spezifikation natürlich auch noch wichtig ist die Anzahl der zulässigen Sitzplätze. Hier haben wir 4 Stück an der Zahl. Am Abend auf dem Stellplatz oder Campingplatz könnt ihr euch dazu 20 reinsetzen, wenn ihr da Lust drauf habt, überhaupt kein Problem. Und dann kommen wir noch zum unangenehmen Teil dieses Videos, Diridari. Was kostet der Spaß? Bei 94.000 fängt das Fahrzeug an, dann kannst du anfangen zu konfigurieren. So wie er hier steht, zahlst du knapp 135.000 Euro. Ich habe euch das alles inklusive der Konfiguration auf meinem Blog zur Verfügung gestellt. Ihr findet den Link hier unten in der Videobeschreibung und da könnt ihr alles nochmal im Detail nachsehen. Sehen wir uns jetzt gemeinsam das Fahrzeug von außen an. Was gibt es hier für Besonderheiten? Einmal fällt hier von vorne, wenn man sich es anschaut, schon mal an, dass bei dieser Ausstattungslinie das Fahrerhaus in diesem schönen Grau gehalten ist, also eine Konträrfarbe zu dem übrigen Aufbau. Und wir sehen natürlich, wie ich es anfangs auch schon angesprochen habe, diesen speziellen Alkoven, den man dann aber zum Aufstelldach noch mal aufpumpen kann. Das gucken wir uns alles gleich später noch mal genauer an. Was sehen wir jetzt alles auf der Fahrerseite? Einmal selbstredend, hier haben wir Diesel, AdBlue, das glaube ich brauchen wir nicht genauer erörtern. Und hier geht es dann auch schon weiter. Mit dieser Luke hier, wenn ich die mal aufmache, da sehen wir das Frischwasser. Und das wird mir hier angegeben mit 110 Liter. Und das Besondere daran ist, dass, finde ich, man hier eine große Öffnung zum Reinigen des Wassertanks hat. Und daneben ist auch gleich der Frostwächter, der ist also sehr schön zugänglich. Dann gucken wir hier mal weiter. Früher hatte ich gesagt, klar, wir haben hier die Gasheizung.
Aber mittlerweile mit der neuen Truma-Heizung könnte das ja theoretisch vom Äußeren auch schon mal eine Dieselheizung sein. Ich kann euch aber verraten, tada, das hier ist eine Gasheizung. Wir haben hier zwei 11 Kilo Flaschen Gas mit an Bord und es handelt sich hier um eine Truma-Heizung. Hier geht es dann auch gleich weiter. Hier ist der Anschluss für Landstrom. Brauchen wir auch nicht groß weiter drüber reden. Ja, und hier hinten ist dann der eine Zugang zur Heckgarage. Denn ihr werdet es jetzt schon vermuten, auf der anderen Seite haben wir auch noch mal einen Zugang zu der Heckgarage. Und das Besondere hierbei ist, dass ich dieses Fach auch noch mal hochklappen kann. Wenn ihr also hohe Gegenstände transportieren wollt, zum Beispiel den Motor eines Gleitschirms oder was auch immer, dann könnt ihr es einfach nach oben klappen und könnt so diese Garage hervorragend bedienen. Die Garage ist, wie gesagt, von beiden Seiten zugänglich und sogar von innen. Das gucken wir uns später an, wenn wir uns das Badezimmer zusammen anschauen. Ja, soweit so gut. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf die Rückseite des Fahrzeugs. Gucken wir uns jetzt den Hintern des Fahrzeuges an. Naja, und man kann schon lesen, Bürstner eben. Das ist alles speziell von Bürstner gemacht. Keine LEDs übrigens, aber ich glaube, damit kann man leben. Es hat eine Heckfahrkamera und wir haben die typische dritte Bremsleuchte im Bürstner-Design. Ja, und recht viel mehr kann man hierzu eigentlich schon gar nicht mehr sagen. Deswegen gucken wir uns jetzt noch die Beifahrerseite an. Und wie bereits versprochen, finden wir hier auf der Beifahrerseite auch noch mal einen Zugang zu der Heckgarage. Und direkt daneben befindet sich dann die Öffnung für die Chemietoilette. Des Weiteren hat es hier eine sehr breite Aufbautüre. Und diese Türe hat natürlich einiges zu bieten. Das erkläre ich euch dann aber von innen, wenn wir die Roomtour machen. Und hier oben befindet sich auch noch die große Markise, natürlich auch noch mal mit LED beleuchtet. Ja, und jetzt sind wir außer eigentlich fertig, also noch nicht ganz, denn eine Sache möchte ich euch natürlich noch zeigen, und zwar das Aufstelldach, wie das dann jetzt alles aussieht. Und dazu muss ich reingehen und muss es betätigen und ihr bleibt draußen und guckt es euch an. Und ich muss erstmal doch meine Schuhe sauber kriegen. Wenn Bürstner das Video sieht, dann kriegen die spätestens ab jetzt richtig Angst. Oh Gott, es tut mir leid. Natürlich habe ich mir die Schuhe ausgezogen und ich zeige euch jetzt an dieser Stelle, wie das Ganze funktioniert und vor allem auch, wie lange das dauert. Erst den Schlüssel auf On drehen und natürlich den Knopf nach oben drücken. Am Anfang sieht man noch gar nicht so viel, aber nach circa einer Minute, da sieht man es dann plötzlich, wie sich das Dach dem Himmel emporreckt. Sowohl von innen als auch von außen ist das ganz gut zu erkennen und ich lasse das Ganze jetzt mal in Echtzeit durchlaufen. Ja, und nach einer Minute 20 circa ist das Ganze dann scheinbar aufgepumpt, aber jetzt gibt der Kompressor nochmal richtig Gas, denn jetzt sorgt er für Stabilität. Und das ganze Aufblasen, das sorgt natürlich auch für einen gewissen Lärmpegel, über den sprechen wir an anderer Stelle in diesem Video nochmal. Nach einer Minute 45 ist das Ganze dann komplett aufgebaut und die Bedienung ist auch denkbar einfach. Sollte man einen Fehler machen, gibt einem das Display sofort einen entsprechenden Hinweis. Starten wir mit der Roomtour und beginnen möchte ich hier vorne mit dem Cockpit natürlich. Und das ist ein Bekannter, den wir schon natürlich kennen, der Fiat Ducato. Ich möchte es euch trotzdem ganz kurz zeigen. Wir haben das ganz normale Multifunktionslenkrad, wir haben 8-Gang Automatikgetriebe, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und hier ist auch das eigene Infotainment-System an Bord. All das, wie man es kennt, die Ablagefläche, also ich glaube, da brauchen wir nicht ins Detail eingehen. Was allerdings besonders ist an diesem Fahrzeug, das sind die Sitze. Also Sitze sind auch wieder die normalen Fiat Ducato Sitze. Aber das ist alles hier mit der Harmony Line ausgestattet und das ist meines Erachtens sogar echtes Leder. Das riecht man schon, wenn man ins Fahrzeug reinkommt. Und eines kann ich schon vorwegnehmen, das ist sehr bequem hier, diese ganze Angelegenheit. Gucken wir uns als nächstes die Dinette an und dazu klappe ich erstmal das Bett nach oben. Das geht natürlich nur, wenn das Aufstelldach nach oben gefahren ist. Hier in der Dinette habe ich an dieser kleinen L-Sitzgruppe Platz. Hier hinten, oder was heißt hier hinten? Vorne die beiden Drehsitze und den Tisch, den kann ich selbstredend an die Position hin verstellen, wo ich sie gerne möchte. Und wenn das dann alles entsprechend passt, ich kann den sogar drehen hier, also alles ist möglich, kann den dann festaltieren und kann dann hier gemütlich Abendessen, Karten spielen, was auch immer alles machen. Und wenn ich den nochmal zurückfahre, kann ich euch noch was weiteres zeigen. Hier oben sind noch zwei große Staufächer. Das ist ja auch immer praktisch und wichtig, dass ich ordentlich Sachen verstauen kann. Überall indirekte Beleuchtung. Und wenn wir schon über die indirekte Beleuchtung sprechen, ich habe hier auch die klassischen kleinen Spots, die ich mir so einstellen kann, wie ich sie haben möchte, aber auch entsprechend positionieren kann, wie ich sie brauche und haben möchte. Das bedeutet, wenn ich sie abnehme, kann ich sie zum Beispiel auch mit in die Küche nehmen oder hier einfach an der Schiene an einer anderen Stelle unterbringen.
Gegenüber von der Dinette finden wir den Aufgang zum Schlafgemach und der verbirgt auch noch mal einige Funktionen, zum Beispiel das Bedienpanel für das Aufstelldach, also zum Auf- und Ablassen zum einen und darunter ein großer Schrank mit Kleiderstange und auch Aufbewahrungsfach für die kleinen Lämplein, über die sprechen wir später gleich noch mal. Und ich habe hier auch noch mal Schubladen integriert, 2 Stück. Die eine funktioniert sogar noch zusätzlich als Stufe für die Treppe, wenn man also den ersten Schritt nicht zu hoch machen möchte, dann kann man die herausfahren und kann die als Stufe für die Treppe benutzen, aber natürlich auch als Staufach und drüber ist nochmal ein ganz normales Schubladenelement. Bevor wir jetzt gemeinsam in die Küche gucken, schauen wir uns nochmal den Eingangsbereich separat an, denn der hat es auch nochmal in sich. Hier begonnen mit einem großen Spiegel direkt am Ausgang. Darunter befindet sich ein Schuhschrank mit 2 großen Fächern, alles direkt neben der Türe. Gucken wir uns die Türe selber an, dann haben wir hier natürlich eine Fensterscheibe, die man verdunkeln kann. Und ich habe hier ganz viele Gummis zum Beispiel, um noch irgendwelches Kartenmaterial einzuklemmen. Ich habe 2 Fächer, hier in einem ist sogar eine Ladeschale mit inkludiert für die Lampe und ich habe einen großen Mülleimer an der Türe. Die Türe selbst, die misst 64 cm in der Durchgangsbreite. Und wenn ich die Türe geöffnet habe, dann habe ich selbstredend auch einen Fliegenschutz, damit ich ungewollten Besuchern den Zutritt zu meinem Wohnmobil verwehren kann. Damit aber längst noch nicht alles, denn wenn wir dann auf die gegenüberliegende Seite gucken, da habe ich dann die Steuerung der ganzen Bordelektronik. Angefangen mit der Truma-Heizung, da steuere ich also quasi nicht nur die Heizung, sondern natürlich auch das warme Wasser. Ich habe direkt daneben ein sehr einfach gehaltenes Bedienelement fürs Fahrzeug, aber das bedeutet, ich kann zum einen den Strom aktivieren, ich kann das Wasser aktivieren und kann dann auch darüber hinaus natürlich meine Füllstände gucken. Frischwasser, Abwasser, wie ist es mit der Aufbaubatterie, wie ist es mit der Starterbatterie, all das kann ich hier sehen. Direkt darunter befindet sich dann nochmal ein Fach, in dem ich eine Halterung für den Fernseher habe. Also da könnte ich mir einen Fernseher montieren. Da sind auch sämtliche Anschlüsse mit SAT und Strom etc. alles vorhanden in diesem Ladefach. Darunter befindet sich eine kleine Glasvitrine und dann sehen wir nochmal 2 Fächer an diesem Wandschrank, nenne ich ihn mal. Und ich sehe natürlich auch nochmal die Bedienung für das Licht. Ist natürlich praktisch, wenn ich hier reinkomme in das Fahrzeug, aber auch für die Trittstufe. Ja, und damit war es das. Halt, noch nicht ganz, denn hier unten am Boden befindet sich noch ein Geheimfach. Denn wir haben hier einen doppelten Boden und das bietet natürlich auch noch mal ein bisschen Staufläche. Und jetzt stehen wir zusammen in der Küche. Ja, und da gibt es auch einiges zu berichten. Zum einen habe ich hier gleich ganz vorne als auch ein bisschen Raumtrenner zur Dinette hin einen großen Ausziehschrank. Das bedeutet, ich habe hier nochmal sehr viele Fächer. Auch hier oben habe ich nochmal ein Fach. Und kann das aber natürlich auch als zusätzliche Arbeitsfläche oder Dekorationsfläche benutzen. Daneben habe ich einen Backofen, gasbetrieben natürlich. Dazu haben wir auch nochmal einen 3-Flammen-Gasherd. Und drunter haben wir 2 spannende Fächer. Ich war erst ganz neugierig, was da drin ist, aber war dann in Anführungsstrichen ein bisschen enttäuscht. Da ist nur der Sicherungskasten drin, aber es sieht irgendwie von außen ganz cool aus. Und daneben haben wir dann nochmal Schubfächer, einmal eine Besteckschublade und drunter auch nochmal einen kleinen Apothekerschrank zum Ausziehen. Dann kommt die Spüle. Um die Spüle zu betätigen, nehme ich diese Abdeckung und flippe die so nach außen und habe dann mein Waschbecken zur Verfügung. Wasserdruck ist, denke ich, ausreichend. Das Waschbecken hat eine ordentliche Größe, aber die messen wir natürlich gleich nochmal nach, damit ihr das auch wisst. Wir haben hier einen Durchmesser von 30 cm und eine Höhe von 12 cm. Dann könnt ihr also zu Hause gucken, ob da eure Kochtöpfe reinpassen. Dem aber noch nicht genug. Hier hinten haben wir dann auch nochmal einen Apothekerschrank und hier oben ist nochmal ein kleines Fach, dass ich einmal in den Apothekerschrank reingucken kann, aber zum anderen, um auch das Gas zu bedienen, also die Hauptschalthähne zu bedienen. Bemerkenswert in diesem Fahrzeug sind, dass hier 2 Haken für Handtücher sind, ist nicht selbstverständlich. Und gegenüber habe ich echt eine Riesenwumme. Das ist der Kühlschrank, 135 Liter Kompressorkühlschrank mit Tiefkühlfach und ordentlich viel Platz. Und direkt drüber haben wir dann nochmal ein Fach mit sehr viel Staufläche und damit ist die Küche fast schon durch, weil hier haben wir natürlich auch nochmal Staufläche hier oben. Ich habe hier übrigens natürlich auch Verschlüsse drin, das heißt, ich gehe mit den Fingern rein und muss dann dagegen drücken und dann öffnet erst die Sicherung. Hier habe ich also auch nochmal 2 große Wandschränke, wo ich ganz viel Küchenutensilien verstauen kann. Ja. Des Weiteren haben wir hier zum ersten Mal in dem Fahrzeug, wo wir uns jetzt gerade befunden haben, eine Dachhaube. Das ist auch wieder selbstredend. Wir haben hier einen Fliegenschutz und auch natürlich eine Verdunkelung. Alles, was das Herz begehrt. Und damit sind wir eigentlich in der Küche durch und wir können gemeinsam ins Badezimmer kommen. Kommt mit!
Ja, und damit sind wir gemeinsam im Badezimmer und das gucken wir uns jetzt an. Auf der Beifahrerseite finden wir zum einen einen großen Spiegel, ein kleines Fach darunter und direkt daneben ein Wandschrank. Unterhalb des Spiegels und des Schrankes befindet sich dann das Waschbecken und auch ein entsprechender Schrank unterhalb des Waschbeckens, inklusive einem kleinen Fach, wo man sogar das Toilettenpapier von innen nach außen führen kann. Denn auch hier befindet sich die Tedford-Toilette, eine Chemietoilette. Wichtig auf dieser Seite sind noch zwei Sachen. Und zwar zum einen die ganzen Schalter für Licht und Strom und vor allem auch der Schalter für den beheizten Abwassertank. Ich glaube, das ist im Winterpaket dabei, aber schreibt ihr das gerne in die Kommentare, da bin ich mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Und die zweite wichtige Sache ist ein Heki, und zwar ein relativ großes, sodass ich hier für Frischluft sorgen kann, um die Luftfeuchtigkeit aus diesem Raum herauszubringen. Und mit einem genügt sich Bürstner nicht. Auf der anderen Seite, jetzt sind wir auf der Fahrerseite, befindet sich dann auch in diesem großen Heckbadezimmer die großzügige Dusche mit eigenen Duschwänden. Das bedeutet, ich habe keine Duschvorhänge, gar nichts. Da kann ich also wirklich ordentlich duschen. In der Wanne befinden sich zwei Ablässe und damit ist, glaube ich, die Dusche auch erklärt. Ne, wir reden noch über die Maße der Dusche. Die Dusche hat eine Breite von ca. 60 cm und eine Tiefe von 70 cm. Damit aber noch nicht genug. In diesem Heckbadezimmer befindet sich noch ein sehr interessantes Gimmick, und zwar nicht die Spiegel, sondern das dahinter liegende Fach bzw. der Kleiderschrank. Schaut mal, wie groß das ist. Hier habe ich zwei Schubladen, die ich rausziehen kann, um es nochmal zugänglicher zu machen. Und ansonsten habe ich hier sehr viel Fläche. Aber das alleine ist es auch noch nicht. Wir haben das alles schon mal besprochen, als wir die Heckgarage angeschaut haben. Denn wir haben ja auch eine Durchreiche in die Heckgarage. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du Getränke hier hinten positionierst, kommst du immer wieder ran und musst nicht außenrum ums Auto laufen. Oder wenn du Dreckwäsche hast, dann kannst du die zum Beispiel auch in einem kleinen Körbchen hier direkt in Anführungsstrichen in die Heckgarage entsorgen. Ja, soweit zum Badezimmer und jetzt kommen wir dann gleich zum Schlafgemach. Hey, bevor wir jetzt ins Schlafgemach gehen, will ich euch noch eine Sache zeigen, und zwar ist das Lichtkonzept. Denn hier hat es überall Lichter, indirekte Lichter, direkte Lichter, kleine Spots, also da ist alles wirklich vorhanden. Unter anderem, und das haben wir vorher schon mal angesprochen, diese kleinen Lämpchen hier. Und die haben es ein bisschen in sich, im wahrsten Sinne. Zum einen LED-Lichtchen, zum anderen Akku. Das bedeutet, ich kann das ganz normal jetzt benutzen, so als Spot. Und wenn ich sie ausziehe, dann sogar als kleine Lampe, zum Beispiel als Tischlampe, um die irgendwo abzustellen, wenn ich draußen bin zum Beispiel. Oder auch, um sie hier oben anzuhängen. Und diese Aufhängung habe ich zum Beispiel auch wieder im oberen Bereich im Schlafgemach. Und da schauen wir jetzt gemeinsam hin. Über die zuvor angesprochene Treppe komme ich also in das aufgepumpte Schlafzimmer. Wie man es aufpumpt, haben wir vorher schon besprochen. Und jetzt hierzu noch ein paar Details. Also generell, das Ganze ist ja wirklich mit Luft aufgepumpt. Das bedeutet, weiß nicht, ob ihr das hört, aber wenn du da dagegen kommst, das hörst du schon. Sorgt durch die Luft natürlich auch für eine Isolation. Einzig allein die Stellen, wo das Fenster hier ist, also wir haben hier zwei Fenster integriert, dort ist meines Erachtens nicht wirklich isoliert. Und wir haben ein großes Dachfenster und dieses Dachfenster ist wirklich riesig und das sorgt auch für ordentlich Frischluft. Natürlich hast du da Fliegengitter und natürlich auch Verdunkelung, alles dran. Ja, und dann haben wir hier, da versperrt euch so ein bisschen die Sicht, so ein Brett. Das ist eine Art Tisch. Da kannst du dein ganzes Utensil unterbringen, das du nachts brauchst. Da kannst du auch, weil hier Steckdose ist, also USB-Steckdose, kannst du zum Beispiel auch dein Handy laden. Es hat ja auch einen Lichtschalter übrigens. Und auf den Tisch zurückzukommen, da kannst du wahrscheinlich auch morgens frühstücken oder auch mal nachmittags arbeiten. Ich weiß es nicht. Ich werde das natürlich in meinem Praxistest dann ausführlich testen. Kommen wir zum Bett selber. Das Bett hat eine Größe von 1,40 Meter auf 2 Meter. Die Matratze ist relativ stark und drunter hätte ich jetzt Tellerfedern vermutet, sind aber gar nicht. Das ist einfach nur so ein Mesh-Material, wahrscheinlich um Höhe zu sparen. Höhe ist ein gutes Stichwort, denn das Besondere daran ist wieder, wenn du das Dach dann runterfährst, kannst du die Bettwäsche alles im Bett liegen lassen. Also du hast ja genug Höhe. Wir haben jetzt ich habe jetzt meine Winterbettwäsche dabei und die passt hier spielend rein, wenn ich das Dach runterfahre. Ja, was gibt es hier sonst noch zu sagen? Eine Sache ist noch wichtig, und zwar habe ich hier noch einen Auslass für die Heizung. Das bedeutet, auch hier oben kommt warme Luft an, das gerade im Winter wahrscheinlich sehr interessant sein wird. Und das ist die perfekte Überleitung, um jetzt in den Praxistest zu gehen. Viel Spaß dabei. So, wie macht jetzt das Auto während der Fahrt? Und da kann ich wirklich nicht meckern. Also ich finde, einmal hat der Ducato wirklich ordentlich Bums, also der zieht den ordentlich weg. Dafür, dass wir über 3,5 Tonnen unterwegs sind, finde ich, ist das ansehnlich und macht Spaß zum Fahren.
ob jetzt diese kleinere Nase wirklich so viel mehr Vorteile einspielt auf die Fahrdynamik als ein Alkoven. Das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, weil da habe ich einfach zu wenig Alkoven-Erfahrung. Aber er macht mir eine Menge Spaß. Wichtig ist natürlich noch der Spritverbrauch. Der lag bei mir leider nie unter 10 Liter. Ich bin mir aber sicher, dass man das schaffen kann, wenn man einfach ordentlich fährt. Und jetzt gucken wir mal, was der Kleine für eine Figur macht. So, und dann möchte ich aber noch ein bisschen rummeckern können. Ich habe zum einen ein paar Probleme gehabt mit dem Infotainment-System, gerade was die Verbindung mit meinem Telefon betroffen hat. Das hat immer wieder ein bisschen gezickt. Ja, und dann zeige ich euch das bei meiner Sitzposition mal aus meinem Blickfeld und vielleicht könnt ihr mir da auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so für Erfahrungen habt. Guckt mal in den Rückspiegel. Ich finde, das gelingt nicht so einfach. Klar, du kannst jetzt nach vorne beugen, da siehst du super in den Rückspiegel, aber cooler wäre es natürlich, wenn du immer freie Sicht auf den Rückspiegel hättest. Naja, das sind so die Sachen, die mir aufgefallen sind, die ich beim Fahren ein bisschen zu meckern hatte, und jetzt gucken wir mal ins Fahrzeug rein. Also das fällt mir hier im Alltag auf, das ist mega cool. Gerade bei den Temperaturen, dass du, und auch bei dem Regen, dass du nicht mal außen rumlaufen musst, sondern dass du hier diese Durchreiche hast. Und zumal das Badezimmer, das ist ja mega, gell? Das ist wirklich riesig. Das ist für mich als Kastenwagenfahrer ja unvorstellbar. Auch wenn gleich ich mir bei der Dusche vielleicht ein bisschen mehr Platz erwartet hätte, gerade für meine persönlichen Ansprüche lieber 5 cm von der Küche nehmen und die nochmal in der Dusche spenden, weil ich bin jetzt auch eher so ein Spargeltarzan und da war die Dusche für mich okay, aber ich sag mal, wenn du da ein bisschen mehr Kilo hast, dann ist wahrscheinlich die Dusche auch schon gar nicht mehr so prickelnd. Wobei ich ja auch feststellen musste, dass so viele Menschen gar nicht im Wohnmobil duschen. Also schreibt ihr gerne mal in die Kommentare, duscht ihr im Fahrzeug oder nicht. Die Küche ist für mich natürlich unfassbar groß, auch wenn ich jetzt nicht der große Koch vom Herrn bin, aber es hat mir Spaß gemacht, da Sachen zuzubereiten, die Sachen zu verstauen, mich da aufzuhalten. So, bei mir gibt es jetzt Süppchen. Warum? Weil ich es kann. Ja, und man sieht es hier, auf dem Kochfeld ist genug Platz für mehrere Kochtöpfe. Ich habe das jetzt nicht gebraucht, aber ich wollte es nur anmerken. Des Weiteren habe ich natürlich auch den Backofen einfach mal ausprobiert, um ein altes Finchgall wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen für eine ordentliche Brotzeit. Ja, und in der Roomtour hatte ich euch ja noch versprochen, dass ich diesen Nachttisch mal ausprobiere. Und zugegeben, auf den Werbebildern sieht das alles super toll aus. In der Realität schmerzen einem nach kurzer Zeit die Beine und man kann da maximal am Schneidersitz eine längere Zeit verbringen. 1 Uhr nachts, den Stellplatz habe ich erreicht, ich habe mein Fahrzeug jetzt eingerichtet, jetzt wird es Zeit fürs Schlafen gehen. Das Dach, das ist aufgepustet und ich hoffe, das bleibt heute Nacht auch so. Ich hatte jetzt einmal das Erlebnis, dass es nachgepumpt hat und ich empfand das als sehr, sehr laut. Ich bin auch extra nochmal rausgegangen. Das ist auch draußen laut gewesen. Ich hoffe, dass das jetzt nur einmalig war und dass das nicht in der Nacht nochmal kommt. Aber wir werden sehen. Wenn dem so ist, dann melde ich mich nochmal. Ansonsten sehen wir uns morgen früh, beziehungsweise für euch halt jetzt gleich. Ich wünsche euch eine gute Nacht und ja, gucken wir mal. Ja, und Entschuldigung, wenn ich jetzt den einen oder anderen von euch auch erschreckt habe, aber so ging es mir in der Nacht zumindest gefühlt, denn 4 weitere Male wurde ich dann hart geweckt in der Nacht. Ich habe immer ein bisschen gebraucht, bis ich dann zu mir kam und mein Handy auch entsprechend wieder anschalten konnte für euch. Es ist einfach so, das Zelt hat einen Druckverlust und pumpt dann selbstständig wieder nach. Und die Pumpe ist so laut, dass du wirklich senkrecht im Bett stehst. Das Ganze hat mich dann eben um kurz vor 4 nochmal erreicht und später dann nochmal gegen 6 Uhr. Und die 6 Uhr Vorstellung, die biete ich euch jetzt mal in voller Gänze ab dem Zeitpunkt, wo ich in der Lage war, das Handy auf Record zu stellen.
Boah, ja, ich habe dann die Augen nochmal bis 8 Uhr zumachen können und dann hat mich das Ganze nochmal ereilt. Und trotz dieses wunderschönen Stellplatzes wurde diese Nacht wirklich zu einer Horrornacht. Ich habe mich dann wieder auf den Weg gemacht zu meiner nächsten Station und kam dabei aber etwas ins Grübeln. Aber wisst, mich treibt es gerade voll um, weil so finde ich das Auto geil. Das Kochen macht mir Spaß. Also mir macht Kochen Spaß, abartig. Und ja, auch hier, wie großzügig das alles ist alles geil. Aber das mit dem Dach in der Nacht, mit der Lautstärke, ich traue mich damit nicht auf den Stellplatz fahren, weil die Nachbarn, die killen mich. Zu Recht. Abgesehen davon bin ich auch echt gerädert von letzter Nacht. Das soll es ja eigentlich nicht sein. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe die Tour dann abgebrochen und dann das Fahrzeug gereinigt. Und bei der Toilette ist mir noch eine Geschichte aufgefallen. Und zwar, guckt mal, das Fach hier ist nicht abgedichtet. Das bedeutet, wenn dir da mal eine Plörre auslaufen sollte, dann läuft die in dein Fahrzeug. Mahlzeit. Generell, für wen ist dieses Fahrzeug konzipiert und gebaut? Ich glaube, das ist für Alleinreisende oder für Pärchen super, die sehr viel auf Campingplätzen oder Stellplätzen sind. Dafür ist dieses Fahrzeug super. Und das ist auch wirklich wichtig. Ihr müsst es ausprobieren, ihr müsst es testen. Es gibt kein Schwarz-Weiß irgendwie beim Camping. Es gibt nicht, alles ist schlecht oder alles ist super. Jeder muss den passenden Deckel für seinen Topf finden. Und das ist auch völlig normal. Darum soll es mir bei diesen Tests aber auch gar nicht gehen, sondern ich bin einfach neugierig und möchte alles ausprobieren. Und diese Innovation mit diesem Dach, das hat mir eben wahnsinnig zugesagt. Das finde ich toll, wenn Hersteller diesen Weg gehen, einfach mal was Neues zu machen, innovativ sich zu zeigen, zu präsentieren, das einfach auch mal zu wagen. Und dieses Raumgefühl, das sich dadurch ergibt, das hat mir sehr imponiert. Gerade aus dem Kastenwagen kommend, dieses Badezimmer unfassbar groß. Die Küche noch viel größer, da hat es sogar mir Spaß gemacht, Sachen zuzubereiten. Die Essecke hier, also die nett, aber ich sage gleich Essecke, sehr bequem. Es hat Spaß gemacht, hier zu arbeiten. Es hat mir Freude bereitet, hier zu essen und so weiter. Also es ist alles cool und das Schlafzimmer vom Raumgefühl mega gut. Ich fand auch die Isolation, die hat mich überrascht, denn ich hatte jetzt draußen immer so 0 Grad und habe hier drin dann die Heizung auf 16 Grad angemacht. Und es war super warm. Also ich hab's echt mit einer guten Decke da oben sehr, sehr genossen. Das hat sehr gut isoliert. Das hatte ich ehrlicherweise nicht erwartet. Und jetzt kommt aber das große Aber. Ich habe mir beim Fahrzeug in der Preisklasse an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Qualität oder Ausgereiftheit erwartet, sage ich mal so. Aber das hat alles Potenzial und das ist alles lösbar und machbar. Und bei dem Dach war es dann bei mir eben so, dass ich dann leider auch die Reise abbrechen musste. Vielleicht ist es aber auch ein Anwendungsfehler von mir, vielleicht mache ich da irgendwas falsch, aber das Problem ist halt, natürlich will mich das Dach schützen, dass es nicht über mich zusammenkommt. Und natürlich ist es auch bei Temperaturunterschieden, dass es dann zu Druckverlusten kommen kann. Und deswegen pumpt die Pumpe nach. Ist erstmal alles super und alles logisch, aber das war halt 5-mal in der Nacht und es ist halt unfassbar laut. Zumindest ist das mein persönliches Empfinden. Also ich bin jedes Mal aufgewacht und ich glaube auch, dass, deswegen habe ich ja dann auch abgebrochen, dass das draußen auch so laut ist, dass ich mich da jetzt nie getraut hätte, auf den Stellplatz zu fahren und da irgendwie 1,5, 2, 3 Meter neben dem Nachbar zu stehen, weil der hätte das definitiv auch gehört. Wie gesagt, kann Anwendungsfehler von mir sein. Ich habe versucht, die Pumpe auch auszuschalten, weil ich mir gedacht habe, naja gut, es wird jetzt nicht gleich auf mich drauf fallen, außerdem hast du immer noch genug Luft. Ich würde damit leben, Hauptsache das Geräusch ist weg. Oder ich könnte mir auch einfach behelfen, indem ich sage, ich schalte das alles aus und spreiz dann einfach irgendwie 2 Teleskopstangen an die Seite und spreiz somit das Dach ein, sodass das nicht runterklappen kann. Also ich glaube, und das will ich nur damit sagen, es ist alles lösbar. Für mich hat es eben noch ganz viel Potenzial nach oben und mir tut es wahnsinnig leid, dass ich da auch so dagegen reden muss, denn ich will eher versuchen, dass es ein Fürreden ist. Wie gesagt, Innovationsgeber, finde ich alles klasse, ich finde es alles cool und ich möchte es auch alles unterstützen, aber für mich ist das so noch nicht in Perfektion ausgereift, also da gilt es noch ein bisschen was zu tun, aber wenigstens geht mal einer den Weg. So muss man es ja sehen. Und so würde ich auch ganz gerne mein persönliches Fazit abschließen. Und jetzt bin ich natürlich wahnsinnig gespannt, was haltet ihr davon? Welche Ideen habt ihr noch? Welche Fragen habt ihr noch? Hackt mal in die Taste und schreibt alles unten in die Kommentare und ich versuche dann so schnell wie möglich zu antworten. Und
dann lasst natürlich auch super gerne ein Like da. Das möchte ich gar nicht auf das Fahrzeug beziehen. Also egal, ob ihr das Fahrzeug jetzt in den Himmel preist oder schlecht findet, das ist nicht das Like. Das Like ist eher so ein kleines Dankeschön für mich, dass ich so ein Video mache. Selbst wenn ihr dieses Fahrzeug gar nicht zusprechen sollte, hat es dir damit auch wieder geholfen. Insofern sage ich schon mal vorab herzlichen Dank für dein Like. Und jetzt würde ich aber sagen, völlig egal, mit welchen Fahrzeugen ihr alle unterwegs seid. Ich wünsche euch alle immer ganz, ganz tolle Touren und das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute und vielen Dank fürs Zusehen. Euer Markus. Ciao.